22. Februar 2021. Wir sind in Landau in der Pfalz bei Karatec und wir haben gefühlte 20 Grad, zumindest in der Sonne. Grüß dich, Oskar. Hi. Und hier sind zwei ganz wichtige Mitarbeiter. Einmal, ich sag mal so, der wichtigste, was so das Thema Car-HiFi angeht. Du kennst dich echt gut aus und da ist was Gutes drin bei mir im Morillo. Das ist schon recht ordentlich, keine Frage. So, und hier ist der Chef des Hauses. Grüß dich. Hallo, Stell dich mal kurz vor. ich bin Harald Schäfer, Geschäftsführer von Karatec. Ja, und du? Ich bin der Daniel Schweizer und leite den Service hier bei der Firma Karatec. So, und da steht ja unser Schätzchen. Wir haben ja schon einige Videos gedreht. Wir wollen zwei Sachen nachrüsten. Und zwar seid ihr Spezialist oder der Spezialist für Alarmsysteme von Vodafone. Das kann man sagen. Also ihr seid da unglaublich versiert. Und wir werden ein Vodafone-Alarmsystem in dieses Auto nachrüsten. Was kann das denn anschließend? Und das kann eine ganze Menge, nämlich das Fahrzeug sicher machen. Erstmal mit einer Innenraumüberwachung natürlich. Wenn jemand die seitlichen Scheiben einschmeißt oder sie aufmacht, gibt es Alarm. Wir machen eine Notstromversorgung rein. Wenn jemand die Alarmanlage manipuliert, gibt es Alarm. Natürlich überwachen wir die Aufbautür und die Klappen damit. Ja, es gibt noch einen Panikalarm. Du kannst einen Handsender mit nach hinten nehmen und wenn du dich bedroht fühlst, drückst du da drauf und dann gibt es auch richtig laut Alarm. SIM-Karte? Wirklich? SIM-Card ist möglich. Da gibt es eine spezielle Variante, die heißt dann GPS und da ist das dann auch mit drin. Es gibt einige Dinge, die neu sind. Wir haben eine große Aufbautür. Alles ist ähnlich wie das, was ihr kennt, aber doch ganz anders. Ist das eine Herausforderung für euch immer wieder? Nö, Morillo haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, sowohl im Bereich Sound als auch im Bereich Alarm. Ist jetzt nicht so eine ganz schwierige Aufgabe für uns. Aber wir freuen uns auch gerne über schwierige Aufgaben. Sehr schön. Wir werden gleich mal reingehen, denn der Daniel hat schon einen Ort gefunden. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Wir haben eine zentrale Klappensteuerung. Kann man die eventuell anbinden an die Alarmanlage? Wird das vielleicht gehen? Das gucken wir uns dann an, aber normalerweise wird das funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, werden wir eine andere Lösung dafür finden. So, ich gebe mal bitte vor, die breite Aufbautür. Du hast schon gesagt, breite Aufbautür, du bist wie groß? Ich finde das super. Ich bin 1,93. Also eine breite Aufbautür macht schon echt was her und ist echt praktisch. Also ich fühle mich da immer ein bisschen beengt mit so schmalen Türen. So, denn du kannst tatsächlich stehen, du bist auch kein Kleiner, oder? 1,86. 1,86, aber ich zeig mal gerade, du bist 1,96? 1,93, ja. 1,93 plus Mehrwertsteuer. Du hast ja gerade noch Schuhe an. Genau. So, und das geht. Das ist schon schön hier. Auch unter der Klimaanlage passe ich noch drunter. Macht Spaß, gefällt mir gut. So, Situation ist, wir werden auch das Audiosystem ein bisschen verändern. Das ist das Audiosystem. Eigentlich ist wirklich okay. Also das kann von Haus aus schon einiges. Das System von Elpan, was jetzt hier verbaut ist, kann schon einiges. Das klingt schon recht ordentlich, keine Frage. Was wir nachher tun werden, ist das Ganze mit einem DSP-Verstärker, einem kleinen Bassmodul, noch ein bisschen aufpimpen. Genau, da kommen auch noch neue Lautsprecher vorne rein. Habt ihr mir erzählt, dass das ein bisschen transparenter wird? Geht das vielleicht? Das geht. Wir machen vorne ein Zwei-Wege-Kombosystem drauf, dass du vorne auf der Armatur oder in der A-Sohle vorne zwei kleine Hochtöner noch mit drauf hast, um einfach die Sprachverständlichkeit ein bisschen nach oben zu bringen, ein bisschen klarer darzustellen. So, Thema Subwoofer ist wesentlich. Das heißt also, die Lautsprecher, hier sind jetzt Alpine-Lautsprecher eingebaut, die da sind. Du hast einen Ort gefunden. Hier haben wir eine Doppelsitzbank. Die hatte ich schon so richtig angefixt. Du hast gesagt, vielleicht im Fußraum, wo man die umbaut, aber jetzt hast du noch was Besseres gefunden. Also das wäre sicherlich eine Möglichkeit, dass wir den Basslautsprecher hier mit reinsetzen. Man könnte dann auch, wenn man den 5. Sitzplatz hier nutzt, die Füße da drauf stellen. Das wäre machbar, aber wir haben hier unter der Verkleidung von der Sitzgruppe entsprechend noch ein Fleckchen gefunden und da passt er halt perfekt rein, da ist er weg vom Schuss und stört niemand. Ja, hat so vorne sogar noch ein Gitter mit drin, das heißt, du brauchst noch nicht mal eine Bassreflexöffnung oder irgendwie einbauen. Es ist fast wie gemacht, oder? Perfekte Lösung. Okay, prima. Ja, da steht es im Moment. Ist hier einiges zu beachten, hier ist noch Gas drumherum, das tut euch nichts zur Sache? Gas ist dem Sound eher zuträglich, klingt deutlich besser mit Gas in der Nähe. Ist jetzt gar kein Problem der Sicherheit oder so? Nein, überhaupt kein Thema. Okay, ist ja ein Passiv-Subwoofer, da ist keine Elektronik drin, also überhaupt kein Problem. Passiv heißt, dass ihr ein aktives Soundmodul mit Verstärker oder das wird direkt von dem Radio ausgesteuert? Da kommt noch ein kleiner DSP-Verstärker zwischen Radio und Subwoofer und der DSP steuert dann diesen Subwoofer entsprechend. Was in Gottes Namen ist DSP? Du fängst ja immer an, du schmeißt mit Sachen rum, weil du denkst, ich wüsste das. Ich habe ja gar keine Ahnung davon. DSP bedeutet digitaler Soundprozessor, ein super intelligentes Gerät, nicht nur ein Verstärker, der es auch ermöglicht, verschiedene Einstellungen, Laufzeitkorrekturen, Equalizer einzustellen. Also eine spannende Kiste das. Wenn man keine Ahnung hat davon und ich das Auto mitnehme, funktioniert es aber dann gut.
Das ist der Plan. Genau, ihr könnt das sogar einmessen, habt ihr mir erzählt. Also ihr habt sogar Messsysteme, wo man das also perfekt einmessen kann. Es ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, das System, was hier drin ist nicht schlecht. Aber man kann mit doch moderatem Aufwand hier richtig eine Bude machen, wie zum Beispiel BMW macht das sehr gut. Die haben 4 verschiedene Soundsysteme drin. Wie wird es denn klingen? Klingt es denn wie so ein, wie das höchste bei BMW? Es klingt wie ein Morello zum Schluss. So geil, Daniel Schweizer. So, wir fangen mal an. Wir fahren mal in die Werkstatt. Komm, ich zeige mal gerade die Werkstatt. Eine Besonderheit bei eurer Werkstatt ist, du hast die Höhen der Werkstatt angepasst an die maximale Durchfahrtshöhe unter Brücken in Deutschland. Das heißt 4 Meter hoch. Genau. Ja. Das ist nicht üblich. Hier sieht man auch, hier steht gerade ein Niesmann und Bischof daneben. Ja. Der passt zweimal quasi rein. Ja, Nicht ganz. der ist nicht ganz so hoch, deswegen kann ich da nicht ganz so gut stehen wie in Daim jetzt. Aber ja, 4 Meter ist einfach notwendig, gar keine Zeig Frage. das mal gerade. Wenn du dich mal gerade in die Einfahrt stellst, sei mal so lieb. Das ist doppelt so hoch wahrscheinlich ungefähr. Ist ungefähr doppelt so hoch, wobei ist sogar noch ein bisschen höher, oder? Sieht noch ein bisschen höher aus, ja. Ja, das ist so. Ich habe eben nämlich gewitzelt, wir waren nämlich tatsächlich, es war bei einer Firma eine Keramikversiegelung und das Tor war 3,50, hat nicht gelangt. Also hier passt, es gab noch kein Auto, was nicht reingepasst hat. Gedenkt mir nicht, nee. Bisher haben wir sie alle reingekriegt. So, super. Ich fahre den selber rein jetzt? Ja. Okay, dann fahre ich den gleich mal rein und machen einen kurzen Cut. Dann schauen wir euch zu, weil drinnen läuft ein Radio. Ihr wisst, das dürfen wir nicht machen. Bis gleich, bleibt dran. Tschüss. Ja, das ist der Chris. Und der Chris ist nicht nur irgendwie Elektriker, sondern so, er ist Meister. In welchem Beruf? Eigentlich in der Kfz-Technik. Was heißt eigentlich? Ja, jetzt habe ich das ein bisschen erweitert im Wohnmobilbereich, wo man auch mit anderen Punkten in Berührung kommt. Ja, der Chris ist ein großer Mann. Wie groß bist du heute? Wie groß ich bin? Ja. 1,78. 1,78. Und trotzdem das Hubbett, das macht ihm ein bisschen zu schaffen. Er steht nämlich unterm Hubbett. Der ist der Chef nochmal. Grüß dich, stell dich mal kurz vor. Hallo Schäfer, bin ich, hallo. Ja, immer noch. Genau. So ist es. Ja, wir haben einiges auseinandergenommen. Es gibt einige Technik, die du eingebaut hast. Du hast unter anderem noch eine Frequenzweiche eingebaut, obwohl wir ja ein DSP haben. Das kannst du mal bitte kurz erklären. Hier sind nämlich 4 Lautsprecher eingebaut gewesen. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben einen 6-Kanal-Verstärker eingebaut, der sitzt hier unten. Da wir jetzt schon die Kanäle mit den vorderen Lautsprechern und den hinteren Lautsprecher belegt haben und zusätzlich da noch einen Subwoofer verbaut haben, hinten in der Sitzgruppe, lassen wir die Frontlautsprecher sozusagen jetzt über eine Frequenzweiche laufen. Warte, ich zeig dir mal gerade. Die ist hier. Ja, Einmal hier für rechts, einmal hier für links. okay. In Verbindung mit den Hochtönern an der Seite. Somit können wir das über einen Kanal steuern von dem DSP ausgehend. Und so reichen uns die 6 Kanäle vom DSP aus. So, jetzt ein neuer Morello. Gibt es da irgendwie Angst, dass du hast, ich kann ja irgendwas kaputt machen? Nee, oder? Das Ist eigentlich benutzerfreundlich für einen Mechaniker. Genau, man macht auf, man kann von oben reingucken. Ja. Ist es nicht gut? Das ist sehr gut. Klar sieht es vielleicht auf den ersten Moment etwas verbaut aus, aber es ist alles leicht zugänglich. Was auch schön ist, dass die Firma Meyer hat alles schön beschriftet hier unten in den Sicherungen. Ja, alles belegt. Ach, die ganzen Kabel zu Lautsprecher, überall ist eigentlich alles beschriftet. Achso, die waren schon da. Achso, Die die alten. die alten, die Die vorhandenen. ja. So, jetzt gibt es ja eine Herausforderung. Das Ganze soll ja auch schön aussehen. Die beiden Hochtöner da rein zu friemeln, das war nicht ganz easy. Ja, das Problem ist, dass wir die ja von hinten so befestigen müssen an der Seitenverkleidung, dass sie eben schön aussehen, dass wir keine Schraubenlöcher sehen und das macht das Ganze etwas knifflig. Es Aber soll- ich denke, sieht ganz gut aus jetzt. Es soll ja so aussehen, als wäre schon immer so drin gewesen, Genau. gell? Das ist dein Anspruch? Ja, schon. Ne? Immer. Wie ab Werk. Wie ab Werk, ja. So, jetzt gibt es eine Besonderheit. Das kannst du auch gleich mal kurz gucken. Denn ich sag mal, das ist das Serienradio. Wie hast du denn jetzt den DSP angeschlossen ans Radio? Das ist über einen vorgefertigten Leitungssatz für unseren DSP. Einzige Veränderung, die wir machen, da wir eine Frequenzweiche einbauen, haben wir hier nochmal separate Leitungen gelegt an die Frequenzweiche, da wir ja nur eine Leitung für den Lautsprecher zur Verfügung haben. Das ist das Einzige, was wir geändert haben. Ansonsten für unseren DSP ist eigentlich alles Plug and Play. Das ist das, also das ist das Original Morello Navi, was drin ist, ein Alpine. Genau. Ist es gut an sich? Das ist ein sehr gutes Gerät. Ja. Sehr gutes Gerät. So, jetzt kommen wir mal hier zum hinteren Teil. Da war ja die Annahme, wir bauen den mal da rein. Genau. Ist das gut gewesen? Das ist ein sehr guter Platz, passt gut rein.
macht definitiv Sinn. Ich zeig mal gerade, wo das ist. Da ist die Küche, da ist der Sitz, da ist der Subwoofer. Erklär mal bitte einem Laien, was so ein Subwoofer macht. Der ist jetzt unterm Sitz und eigentlich kann man den ja da nicht hören, aber das ist ganz anders, oder? Ja, ein Subwoofer nimmt ja die tiefen Frequenzen erstmal vom Radio ab oder besser gesagt von der DSP. Wenn es jetzt ein ganz geschlossener Raum wäre, dann müssten wir dem schon ordentlich Power geben. Aber wir haben hier, wir sehen es hier, Eine Öffnung. ist eine Öffnung, ist ganz gut jetzt bei dem Fahrzeug. Und da kriegt auch der Kunde was mit von seinem Subwoofer. So, die Verarbeitungsqualität von Morelo, das gefällt dir? Holzbau und alles? Also bisher kann ich noch nicht meckern. Ja, du hast wahrscheinlich einiges schon gesehen, so an Ja, Wohnmobilen. ja. Es gibt andere. Es gibt auch andere, da kommen die Schränke einem auch mal schon ganz gerne von alleine entgegen. Sehr schön. So, die Frage ist Kabel. Wie bist du jetzt mit dem Kabel hier durchgegangen? Das Kabel ist bei Morelo relativ einfach, weil wir hier an den ganzen Heizungsrohren, Heizungsschächte einen offenen Raum haben. Ja. Der geht hier unten entlang, geht an den Lautsprechern entlang und man kommt eigentlich sehr schön vorne wieder in den Armaturen raus und dann zum DSP. Also das So, jetzt funktioniert. darfst du mir mal den Trick verraten. Du hast ja nicht so einen langen Arm, um da durchzugehen. Wie kommt man denn da durch mit dem Kabel? Man benutzt eine Durchziehhilfe sozusagen. Wo? Man kann Wo ist eine die? lange SAT-Leitung nehmen. Ich habe jetzt gerade keine hier. Eine starre Leitung. Ja. Trick 17. Nee, ich will ihn nämlich mal fragen, weil die Leute immer fragen, ist da was kaputt zu machen? Macht man da was kaputt? Nee. Das sieht so aus. Ist relativ starr. Ja. Und damit habe ich den Vorteil, dass ich sie eben irgendwo durchschieben kann und sie sich nicht selbst entwickelt. Und somit komme ich eigentlich schon eine weite Strecke, ohne jetzt großartig Schränke auszubauen. Oder Heißt aber, es klappt Sitzgruppen. nicht immer beim ersten Mal, oder? Nee. Das ist schon. Ihr gehört auch ein bisschen Übung dazu und manchmal ist sogar ein bisschen Glück dabei, je schneller das es geht. Da gehört schon ein bisschen Glück dazu. Es gibt ja Wohnmobilhersteller, die machen das Leben extra schwer, machen so eine Sperre in der Mitte, oder? Ja, das passiert hier vorne. Jetzt habe ich es leider schon zusammen, sieht man das ganz gut. Ja. Da ist alles offen und dann kommt nur eine kleine Öffnung, wo ich dann wieder durch muss. Das ist dann etwas tricky, da durchzukommen, aber es geht. So, du hast Lautsprecher ausgebaut. War da schon eine Box drin? Oder sind das andere Lautsprecher, die da? Nee. Grundlegend sind es diese Lautsprecher, die hier drin sind. Was wir hier zum Unterschied haben, da haben wir einen Mittel- und Hochtöner in einem. Mhm. Das Problem ist, dass wir von der Sprachverständlichkeit und so weiter, dass wir das schön oben im Fahrzeug hören, ist es halt sinnvoller mit einem separaten Hochtöner. Also das waren die, die drin waren. Das waren die drin waren. Und das Loch, wo die mal drin waren, wo ist das? Ja, das sehen wir jetzt nicht mehr. Das ist eigentlich genau der Lautsprecher, der hier reinpasst. Nochmal, Von der ihr habt- Größe. Ihr habt doch dort andere Lautsprecher eingebaut. Genau. Okay. Warte, ich zeig das mal. Der Lautsprecher ist von Sony. Ist der wesentlich besser? Das System ist wesentlich besser, eben weil wir die zwei Wege haben. Wir haben einmal einen Hochtöner oben Ah, okay. und einen Mitteltöner. So haben wir alles unten eigentlich bei den Füßen, wo wir es nicht unbedingt immer haben wollen, zumindest nicht alle Frequenzen. Also das heißt, eigentlich ist das ein guter Lautsprecher, bloß an dem Montageort war er jetzt nicht so geeignet. Genau. Weil ich kenne die früher noch, als ich jung war, da hat man ja solche Sachen in die Hutablage reingemacht. Da wird es wahrscheinlich gut funktionieren, ne? Ja, bestimmt, ja. Okay, super. Du, ich habe keine Fragen mehr. Wir werden ja morgen mal hören, wie es klingt. Unterschied wird brachial sein, ne? Davon gehe ich aus. Nee, weil mich Leute immer gefragt haben draußen, mich hat ein Mann angesprochen, habe ich gesagt, naja, die ändern jetzt nochmal das Soundsystem, aber das ist, glaube ich, nicht mehr wieder. Also es klang vorher wirklich, ich sag mal, es war okay, aber wenn du da gerne mal so, ich sag mal, bassbetonte Musik gehört hast mit den Lauten, das geht gar nicht, oder? Das schaffen die Lautsprecher schon gar nicht. Okay. Und jetzt haben wir ja was Zusätzliches verbaut mit dem Subwoofer noch dazu und das ist schon ein wesentlicher Unterschied dann morgen. Harald, ist der gut, der Subwoofer, der hier drin ist? Hat der Power? Der Subwoofer hat erstmal gar keine Power, sondern die Power hat der Verstärker. Das heißt, der treibt den hier an. Es ist ja ein passiver Subwoofer. Und dadurch, dass wir ein spezielles Setup auf das DSP draufpacken, klingt der dann richtig gut. Knackig. Knackig, genau. Und nicht so, dass man raushört. Wir wollen hier keine Disco draus machen, sondern insgesamt ein stimmiges Klangbild. Und das kriegen wir mit dem richtigen DSP-Setup dann noch hin. Man muss auch jetzt nicht audiophil sein, um das zu hören. Das hört wahrscheinlich, wie man früher gesagt hat, ein Blinder mit dem Krückstock. Das hört jeder dann, wenn das fertig ist, na klar. Also wir haben ja ein sehr großes Spektrum. Wir können ja
ganz einfache Systeme machen, die super gut klingen schon, aber nach oben sind halt keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wenn jemand wirklich einen extrem hohen Anspruch an Musik hat, dann können wir das hier auch realisieren. Dann ist der Subwoofer noch mal größer, ist der Verstärker noch mal größer, der ganze Aufwand noch mal deutlich größer. Wir haben alles, also von einem einfachen Lautsprechersystem, das ganz gut klingt, bis zu über die Plug-and-Play-Systeme für ein Ducato bis hin zu richtig individuellen Lösungen. Du hast mich direkt angesprochen, komm, wir machen den Fernseher mit, wir machen dann ein Soundsystem rein. Was habe ich dir geantwortet? Brauche ich nicht. Brauchst du erstmal nicht, genau. Genau, weil das Fernsehen ist nicht mehr so also ich sag mal, wenn ich jetzt unterwegs bin, ja, aber der Ton war ganz okay. Also ich gucke nur Nachrichten darüber und so und den Rest höre ich mit dem Lautsprecher, also mit dem Kopfhörer war jetzt nicht so. Aber während der Fahrt, da muss ich schon sagen, das ist, glaube ich, jetzt ein richtig deutlicher Unterschied. Das werden wir morgen hören, Das oder? hören wir morgen, genau. Okay, dann vielen Dank dir, Chris. Bitte, bitte. Jetzt ist Feierabend, oder? Gleich ist Feierabend, ja. Okay, super. Mach noch das Lenkrad drauf, dass ich auch rausfahren kann. Genau. Tschüss. Tschüss. Wir sind im Morelo. Es sieht aus wie eine geplatzte Matratze im Moment, denn das ganze Fahrzeug ist noch zerlegt. Aber ich kann nur eins sagen, er kennt sich wirklich bestens aus. Wir haben sogar noch einen kleinen Fehler gefunden, den haben wir gerade noch ausgemerzt. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ja, das ist was ganz Besonderes. Das ist der Zugang zum DSP. Um was geht es nochmal? Ich habe es euch eben erklärt. Das ist ein Autoradio von Alpine. Ich mache mal gerade mein Licht aus, dann kann man es besser sehen. Also das ist das Autoradio, was serienmäßig bei Morelo verbaut ist. Tolles Autoradio, muss man sagen. Wir haben allerdings die Serienlautsprecher teilweise ausgebaut, haben neue Lautsprecher eingebaut, haben einen neuen Verstärker eingebaut. Du nickst, Jawohl. wenn ich richtig liege. Und dieser Verstärker ist ein digitaler Verstärker, DSP, mit dem du außer Brötchenbacken wirklich alles machen kannst. Stell dich noch mal kurz vor. Wie ist dein Name? Ich bin Chris. Grüß dich, Chris. Du bist Meister? Ja. Genau. In welcher Sportart? In der Kfz-Technik. In der Kfz-Technik. So, und hier sieht man, das ist eine Software, die ist dabei. Und bei der Software kann man viel einstellen. Klär mich mal auf. Grundlegend kann ich dem DSP erklären, was er erstmal tun und lassen soll. Das ist mal so die Grundseite, wo ich sagen kann, ich habe jetzt 2 Frontlautsprecher, 2 Lautsprecher fürs Heck, ich habe einen Subwoofer, das mache ich erstmal grundlegend hier in der ersten Startseite. Das ist die Startseite. Also hier vorne links sieht man, FL heißt wahrscheinlich Front Left. Genau, Front Right, Rear Left, aber es geht noch viel weiter, denn wir haben nicht nur jetzt 4 Lautsprecher dran, sondern wir haben sogar noch einen Bass-Subwoofer mit dran, einen aktiven. Der hängt aber direkt am DSP. Das ist der DSP da unten? Genau. So, da sieht man ihn. Normalerweise ist der ja verbaut. Wir haben ihn extra jetzt mal offen gelassen. Wenn du ihn mal gerade hochhebst, ich weiß, ich verlange viel von dir gleichzeitig, das ist er. 8-Kanal DSP-Verstärker, der ist gut. Ist ein 6-Kanal, Ja. der ist sehr gut. 6-Kanal steht drauf. Ja, genau. Ich hab nicht verlesen. Ja, wie gesagt, an den DSP ist einfach das Fantastische, dass ich tunen lassen kann, eigentlich mit dem Mittelsprogramm, was ich da so eben machen will. Du hast was Besonderes, ich zeige das mal gerade. Das ist ein Messmikrofon mit drin. Das ist was ganz Wichtiges, denn du kannst ein spezielles Rauschen produzieren auf die Lautsprecher und das dann wiederum Genau. zurückmessen. Genau. Es ist oftmals so, dass für das menschliche Gehör erstmal nicht immer alle Frequenzen genau gleich hörbar sind. Jedes Fahrzeug ist anders von der Konstruktion, die kommen ganz anders rüber. Und um mich etwas zu orientieren, nehmen wir meistens ein Mikro dazu, um eben gewisse Frequenzbänder zu sehen. Sind sie zu stark da, sind sie zu gering? Und somit kann ich gleich mal zeigen, wie man sowas ausgleichen kann. Vielleicht noch mal kurz, viele Menschen hören ja nicht ein unverfälschtes Signal, sondern haben ihren Equalizer so angepasst, wie sie es gerne selbst hören. Das bleibt davon unbetroffen. Das heißt, das Radio hat ja noch mal einen Equalizer, da kann ich später mein Hörbild persönlich noch mal anpassen. Das bleibt. Das bleibt, ist auch ganz wichtig, weil ja, nicht jedes Gehör ist anders, aber der Mensch nimmt es anders wahr. Der eine hat gern mehr Bässe, der eine hat gern mehr Höhen und somit, wenn wir das so machen würden, dass das keine Auswirkung mehr hätte, das wäre schlecht. Wir machen es auf einer Standardeinstellung, grundlegend für uns
und der Kunde kann nachher nochmal regeln, was er eben vielleicht nicht so gut findet. Er nimmt sich ein bisschen Bass dazu, nimmt sich ein bisschen Höhen dazu. Das kann er nochmal selbst. Genau, ich muss da mal ganz kurz drauf eingehen. Was haben wir geändert? Wir haben ja vorne Hochtöner eingebaut. Eigentlich nichts Besonderes, ist bei jedem Auto mit drin. Bei Morelo war es jetzt nicht eingebaut. Da waren die Lautsprecher ausschließlich hier in der Tür. Da unten sind sie drin. Also da sieht man es vielleicht so ein bisschen. Machen Sie sich mal das Licht an. So, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Also da ist ein Lautsprecher drin. Daneben ist noch einer. Die sind allerdings so tief angeordnet, dass man so das räumliche Hören funktioniert nicht so gut. Ja, das räumliche unten an den Knien, sage ich jetzt mal, ist etwas schade, weil die Lautsprecher an sich, die sind in Ordnung. Aber was du schon gezeigt hast mit den Hochtönern oben, da habe ich einfach Sprachverständlichkeit, was wir ja schon öfters gesagt haben. Die bekomme ich in dem Kniebereich mit einem normalen Lautsprecher, so wie sie jetzt verbaut sind, bekomme ich nicht hin. Nochmal, dieses Diagramm ist dazu da, dass du quasi diese Lautsprecher in diesem speziellen Raum, der hochkomplex ist, denn ich habe hier oben, ich sag mal jetzt einen Reflexionspunkt, zum Beispiel das Hubbett. Dann habe ich die Sitze davor. Ja. Dann habe ich hier oben Leder jetzt gewählt statt Stoff. Das langt schon. Dann das Leder schluckt vielleicht den Schall ganz anders. Die Lautsprecher haben Kurven. Jeder Lautsprecher ist anders. Und du kannst das jetzt so einmessen, dass es so klingt, wie der Ersteller von der CD das gewollt hat. Genau, so, das hast du gut ausgedrückt, ja. Also praktisch null. Also es klingt dann so wie im Studio. Wie es sein soll, nahezu, ja, genau. Richtig. Okay, sehr schön. So, und da sieht man jetzt ein Riesendiagramm. Das muss ich auch nicht wissen. Die Software hat auch nicht jeder. Nee, eigentlich ist sie ist frei zugänglich, aber man sollte schon wissen, was man damit tut. Man kann damit auch viel falsch machen. Okay. Du hast die abgespeichert? Die Einstellung, das heißt, also wenn ich irgendwas falsch machen würde, dann kann erstmal nichts passieren. Okay. Genau, die kannst du dir wieder aufspielen und dann ist alles wieder, wie du es hier verlassen hast. Genau. Okay. Grundlegend ist es so, wie gesagt, am Anfang die Stadtseite. Wenn wir jetzt einmessen, messen wir immer eine Lautsprecherbank ein. Das heißt vorne, hinten Subwoofer. Das zeige ich ganz kurz mal. Hier haben wir den Equalizer, so nennt man das, für die Front. Sieht dann ungefähr so aus. Und mittels einem rosa Rauschen, nennt man das, kann ich jetzt eine gewisse Frequenz, gewisses Rauschen auf die Lautsprecher geben und mit meinem Mikrofon kann ich dann sehen, was hier passiert. Bitte, mach mal. Dass man das mal sieht, ziehe ich jetzt mal einen ganz weit nach unten und dann sehen wir das. Zum Beispiel das untere Frequenzband, eher die tiefen Töne. Jetzt brauchen wir natürlich einen entsprechenden Analyzer dazu. Ansonsten können wir das grafisch gar nicht darstellen. Der funktioniert so, Achtung, es wird etwas lauter. Wir starten den Analyzer und jetzt sehen wir gewisse rote Linien hier. Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Ja, sieht man. So, ich kann mir die rote Linie, meine eigentliche Linie verstellen. Und jetzt haben wir hier, was ich getan habe, die 100er Frequenz ziemlich weit nach unten gezogen. Das sieht man direkt. Hier. Ja. Jetzt machen wir mal eins, springen zurück in unser DSP-Programm, ziehen den 100er wieder hoch. Vielleicht hört man es auch ganz gut, dass sich der Ton auch verändert. Gehen wieder in unseren Analyzer und schwupp, die 100er Tonfrequenz wandert wieder nach oben und nahezu gleich, so wie wir es brauchen. Und das mache ich mittels dieses Analyzers. Ich schaue mir an, welche Frequenzen gut hörbar sind, welche nicht gut hörbar sind und passe das mittels dieses Programms ein. Kann hier meine Frequenzen separat verstellen und letztendlich kommt ein super Ton dabei raus. Das ist grundlegend die Funktion dieses Programmes. Wichtig dabei ist, das Mikrofon auf die Position zu halten, wo wir auch unsere Ohren haben. Es bringt nichts, wenn ich das Mikro irgendwo im Fußraum habe, sondern immer mit leichten Bewegungen. Hier vielleicht in diesem Bereich. Und da will ich ja auch später was hören und da mache ich auch meine Messung. Das ist ganz wichtig. Okay, verstanden. Das ist, ich sag mal, das hat jetzt nichts zu tun mit Trial and Error, sondern man probiert es nicht aus, sondern man misst es richtig. So soll es auch sein.
Was letztendlich, ja, Messen ist ganz wichtig. Letztendlich gehört auch das Gehör noch ein bisschen dazu. Wenn ich dann später mit dem Einmessen fertig bin, kann es immer mal passieren, dass wir dann hier nochmal Feintuning mit dem Gehör machen. Das gefällt mir noch nicht, das kann ich dann individuell anpassen. Aber grundlegend unsere Frequenzkurve, das sollte schon passen. Wir werden gleich mal ein bisschen GEMA-freie Musik mal aussuchen, dass wir das mal sehen. Also die werde ich gleich mal auf Bluetooth machen. Du bist fertig geworden, also Subwoofer ist eingebaut, die 2 Hochtöner sind drin, die 9 Lautsprecher sind eingebaut von Sony. Das Klangergebnis, wir haben es eben mal angemacht, war so unglaublich viel besser. Wir saßen hier drin, wir haben uns gefühlt wie auf einem Live-Konzert und vorher war es halt schwierig, sagen wir es mal so. Also es war okay, also wenn man so, selbst für Nachrichten war es ein bisschen schwierig. Also man merkt, ich sag mal, viele sind vielleicht damit zufrieden, dass sie sagen, das ist in den Türen drin. Ich war jetzt 2 Jahre lang zufrieden, aber ich habe gesagt, Jungs, baut mir mal was Ordentliches ein. Es soll so klingen wie in einem 5er BMW. Ja, viele sagen auch oder sprechen das an, dass sie keine Nachrichten, keine Navi-Ansagen oder was auch immer übers Radio kommt, nicht verstehen. Ja. Und das liegt einfach daran, weil wir jetzt eben die Position auch von den Lautsprechern verändert haben. Und die auch eingemessen sind. Das heißt, also allein schon mit dem eingebauten DSP, was hier drin ist, kann man schon einiges erreichen. Viele wissen aber gar nicht, wie man das einstellt. Das heißt, ihr kriegt ja oft diese Geräte dann und da sind, ich sag mal, auch Leute, die jünger sind, die sich vielleicht nicht so gut auskennen oder gar keine Lust drauf haben. Man kann da schon mehr rausholen aus dem nackten Gerät. Aber mit den neuen Lautsprechern, dem DSP und so weiter, jetzt ist der Spaß nicht ganz billig. Aber verhältnismäßig zum Wohnmobil ist es auch bezahlbar, muss ich auch fairerweise sagen. Wir sprechen mal nicht über Geld, das können die Leute ja machen. Du machst das mit viel Leidenschaft. Also wenn du hier die, ich sag mal, Fahrzeuge öffnest, das sieht jetzt erstmal ganz schlimm aus, wenn du das so aufmachst und so weiter. Aber wenn die später wieder zu sind, sieht es wieder aus wie neu. Ja, der Kunde soll davon nichts sehen. Der soll nur das Hörerlebnis wahrnehmen. Und das macht mir ganz besonders viel Spaß, die Reaktionen von den Kunden später dann, wie das Ergebnis dann aussieht oder besser gesagt sich anhört, das ist schon fantastisch. Also das Trinkgeld hast du von mir schon bekommen. Das ist, nee, du machst es echt saugut, wie der Saarländer sagt. Und also, das ist eine Software mit dabei. Also liebe Audiophile, wenn ihr das Gefühl habt, trotz eines High-End-Navis, ja, euer Sound ist nicht gut genug, kommt zu Karatec und du bist ja nicht alleine da, du hast noch einen Kollegen, der sich gut auskennt. Sehr gerne, ja. Daniel Schweizer, der kann auch gerne mal am Telefon beraten. Da kann man vorab schon mal viel lernen, was wir überhaupt verbessern können, wollen, machen. Ihr wart gerade eben auch zusammen am Werk. Ihr hattet eine Sache, die habt ihr nicht so schnell gefunden. Genau. Da habt ihr zusammen die Köpfe reingeguckt und dann hat es funktioniert. Das heißt, also wenn es der eine nicht weiß, weiß vielleicht der andere. Manchmal braucht man so einen Denkanstoß von außen. So geht es auch umgekehrt. So geht es uns allen in der Firma. Das klappt ganz gut bei uns und ja, macht Spaß. So, pass auf, du baust jetzt mal zusammen. Wir hören uns gleich mal mit einem GEMA-freien Stück einfach mal den Sound an. Es ist wirklich wie im Konzertsaal, wirklich. Also ist ganz toll geworden. Ich bin ganz begeistert. Alarm ist schon fertig? Alarm ist jetzt fertig. Wir verkabeln vorne noch ganz kurz, machen es schick schön. Ja. Auch wenn das Armaturenbrett draufkommt, aber keiner, der da später reinschaut, soll da einen Schlag bekommen. Wann ist bei euch Feierabend nochmal? So gegen 17 Uhr, aber eigentlich ist Feierabend, wenn die Arbeit getan ist. Ja, gute Antwort. Ja, Pink Noise, das heißt also rosa Rauschen. Rosa Rauschen mit drauf, wer sich auskennt. Damit hast du eingemessen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, vielleicht noch ein ganz kurzes Feature. Du hast ziemlich gut gelacht und hast gesagt, naja, die Alarmanlage, die kann wirklich viel. Sie kann unter anderem anzeigen, wo es ausgelöst hat. Ja, anhand von der LED kann ich jetzt sehen, was zum Alarm geführt hat. Vielleicht sieht man es jetzt. In dem Fall blinkt die LED jetzt so in einem Zweierrhythmus. Das bedeutet, anhand einer Tabelle, die bei uns in der Bedienungsanleitung steht, kann ich jetzt ablesen, was zum Alarm geführt hat. In dem Moment, wir haben es ja vorhin gesehen, jemand bewegt sich im Fahrzeug, Ultraschall hat ausgelöst, das sagt jetzt das zweimal Blinken aus. Normalerweise, wenn ich das Fahrzeug öffne, es war kein Alarm, ist die LED ganz normal aus. Somit kann ich jetzt sehen, aha, da war was am Fahrzeug und kann gleich sehen, was war. Sag mal, der Alarm geht ja irgendwann mal aus eigentlich, wenn er gestartet wurde. Da gibt es irgendeine Vorschrift? Da gibt es eine Vorschrift, die geht im Intervall, geht mehrmals hintereinander und 9 Mal.
30 Sekunden Dann geht's aus. und dann ist er aus, ja. Das ist Vorschrift. Vorschrift, damit die nicht 5 Tage lang am Stück. Genau, richtig. Okay, das heißt, wenn es bis dahin nicht funktioniert hat, dann sagt der Gesetzgeber, dann sollte er Leute auch in Ruhe lassen. Okay, aber gut, 9 Mal 30 Sekunden, das ist schon ordentlich. Ja, vielen Dank. 23. Februar. Es ist ganz schön dunkel geworden. Da oben ist der Mond. Ja, es ist wirklich der Mond, nicht die Sonne. Und 3 wirklich tolle Techniker haben sich darum bemüht. Auf der linken Seite der Daniel, der hat alles so ein bisschen geplant, hat es das schon vor deinem geistigen Auge, hast die Dinge ausgewählt, den DSP, aber ihr werdet ja nichts ohne euer tolles Team, oder? Das stimmt. Ohne die Jungs wäre das nur die halbe Miete. Ja, ist ein bisschen dunkel, aber ich kriege euch, glaube ich, ganz gut. Chris, hast du gut hinbekommen. Ganz zum Schluss hast du noch einen Kollegen gebeten. Vorname? Alex. Er hat es gut gemacht, Herr Alex. Ja, sehr gut. Ja, du hast nämlich gesagt, Alex, du musst mir helfen, sonst wären wir nicht fertig, denn deine Frau hat schon einen Hackbraten zu Hause aufgestellt. Ja, und Alex hat gesagt, ja, wenn es Rumsteak gibt, dann kommt er auch. Ja, leider, oder für mich gut, dann gibt es für mich mehr, dass es keinen Rumsteak gibt. So, komm, wir gehen mal rein. Wir werden das Fahrzeug mal präsentieren. Chris, du hast einen Schlüssel? Daniel hat ihn, genau so. Chris, Daniel. Jetzt waren wir knapp 2 Tage zusammen. Es war eine kleine Herausforderung, denn wir hatten neue Dinge verbaut. Unter anderem, ich sag mal, gibt es die Möglichkeit, die Klappen mit automatischer Klappensteuerung anzuschließen. Ihr habt auch rausbekommen, wie. Das haben wir heute nicht hinbekommen, aber das werden wir nachholen. Ihr müsst eventuell eine kleine Mimik bauen, damit es kompatibel wird zur Alarmanlage. Hintergrund, was hätte das für Vorteile? Vorteile hätte es, dass wir keine separaten Kontakte verbauen müssten. Somit könnte man das alles über das Modul laufen lassen, was schon im Fahrzeug verbaut ist. Es geht darum, dass man die Klappen überwachen kann über die Alarmanlage. Wenn die Klappen aufgebrochen werden, dass eben auch ein Alarm kommt und nicht nur, wenn sich jemand im Fahrzeug bewegt. Normalerweise müsste man jetzt hier Magnetkontakte überall anbringen, die extra verkabeln, ist gar nicht notwendig. Die Tür aber, da habt ihr mir erzählt, da habt ihr es geschafft, die hängt an der Alarmanlage dran. Die hängt jetzt mit an der Alarmanlage dran. Das heißt, wenn die Alarmanlage scharf ist, die Tür wird geöffnet, aufgebrochen, wie auch immer, gibt es einen Alarm. So, jetzt sitzt der Oskar drin. Ich zeige ihn mal gerade. Mittlerweile kennt ihn ja schon halb Deutschland. Der zockt mal wieder dort. Und wenn wir jetzt den Alarm scharf schalten würden, ich bin jetzt im Fahrzeug drin, was wäre denn jetzt zu tun? Wir haben einen separaten Schalter verbaut. Somit, wenn ich mich im Fahrzeug aufhalte, kann ich die Innenraumüberwachung deaktivieren. Genau. Kann ich die auch deaktivieren von draußen jetzt? Es ist etwas komplizierter über einen Handsender. Einfacher ist es, Schalter ein oder aus. Genau, Schalter zeigen wir gleich mal. Das heißt, ich bin innen, ich lege mich zur Ruhe, dann soll natürlich kein Alarm losgehen, wenn ich mich innen bewege. Oder große Haustiere bleiben drin. Also ich glaube, ihr könnt das sogar so einstellen, dass kleine Haustiere können noch überleben mit Alarm, aber große Haustiere. Sag mal, wenn Klimaanlage läuft, ist das ein Problem für die Alarmanlage? Normalerweise nicht, das merkt die Alarmanlage nicht. Es geht wirklich um Bewegung im Fahrzeug. Reine Bewegung. Man muss dazu sagen, wenn Gebläse läuft und es wird ein Vorhang sich drin stark bewegen, zählt natürlich auch zur Bewegung, würde sie losgehen. Da ist noch keine KI drin, die Vorhänge erkennt? Nee. Nein, leider nicht. Okay, super, ja. Das Soundsystem, er hat es eingemessen, haben wir einen extra Film zugemacht. Also ihr macht das schon mit viel Liebe, muss man schon sagen, oder? Ja, das liegt uns halt am Herzen, das ist so unser Steckenpferd. Wir machen das schon ein paar Tage lang und das ist halt auch ein sehr emotionales Thema, macht schon Spaß. Sound, ja, absolut. Also wir zeigen gleich mal so ein bisschen, wir haben es zugeschraubt, Subwoofer ist eingebaut. Wichtig ist, es ist keine Brüllkiste jetzt geworden, sondern es ist ein richtiges Hi-Fi, also wie eine richtig High-End Hi-Fi-Anlage zu Hause schon so ein bisschen? Ja, kann man so vergleichen. Ja. Okay, super. Ja, du hast noch nicht so viel gesagt. Was ist normalerweise eine Aufgabe hier? Ich habe alles Mögliche, alles was anfällt. Du hast heute auch, glaube ich, ein Navi ausgetauscht. Genau, richtig. Ja, genau. Navigationssystem. Ja, der Kollege hat gesagt, wenn du gut drauf bist, schaffst du es in einer halben Stunde. Ja, ist machbar. So, komm, dann wir schalten mal scharf. Was wäre jetzt zu tun, wenn der Oskar drin ist? Wenn er drinnen wäre, gehen wir gerade mal an den Schalter. Okay. Zeigen wir mal gerade, dass wir den mal sehen. Ihr habt den auch an einer Position eingebaut, wo man auch sehen kann, ist scharf, ist unscharf. Der Schalter befindet sich jetzt bei diesem Fahrzeug hier. Ich kann gut erkennen, auf der Stellung 1 ist alles an, also alles praktisch scharf. Die Innenraumüberwachung ist an. Wenn ich mich jetzt im Fahrzeug aufhalte, schalte ich den einfach auf 0. Dann ist die Innenraumüberwachung deaktiviert und somit kann ich die Alarmanlage scharf schalten, kann mich im Fahrzeug aufhalten, ohne dass die Bewegung registriert wird.
eben nur dann geht sie los, wenn zum Beispiel die Tür aufgebrochen wird. So, und da sind jetzt die Bewegungsmelder, die habt ihr eingebaut, als wären sie schon immer drin gewesen. Da sind sie, ich zeige es mal gerade, sie sind winzig. Sie sind grau auch noch, passt sehr gut dann auch dazu. Die Hochtöner sind schwarz, das wollte ich auch so. Man muss ja auch so ein bisschen sehen und da sieht man die Hochtöner, diese kleinen schwarzen Knubbel, die drin sind. Zusätzlich habt ihr mir noch eine USB-Steckdose hier verbaut, die ist hier drin. Die wollte ich unbedingt haben und an der Seite auch noch eine. Genau. Ansonsten sieht man nichts. Ansonsten sieht man nichts. Was man noch sieht, was zur Alarmanlage immer dazu gehört, ist dieses LED-Panel mit einem Drucktaster. Ja. Das sieht man hier. Unten die LED, oben der Taster. Mit dem Taster kann ich bei Verlust eines Handsenders zum Beispiel die Alarmanlage trotzdem noch mit einem persönlichen PIN-Code deaktivieren. Okay, der PIN-Code steht im Handbuch, nehme ich an. Genau, der ist bei den Unterlagen dabei und somit kann ich mir den irgendwo abspeichern. Und Ist aber nicht wie zu Hause, es gibt keine Auslöseverzögerung, dass ich erst reingehe und von innen noch irgendwas machen kann, es geht direkt los. Sobald ich die Tür aufbreche, öffne, geht der Alarm los. So, ich bin mal sehr gespannt. Oskar bleibt mal drinnen erstmal. Oskar, du kannst ja mal die Schuhe bitte anziehen, sei mal so lieb. Zieh dir mal, bitte mal Schuhe anziehen. Einmal kurz, denn du musst gleich mal raus. Jetzt noch nicht, wir kommen gleich zu dir, aber schon mal Schuhe anziehen. Ah ja, sagt er, ob das so ernst gemeint ist. So, jetzt stehe ich, die Fenster sind offen, ist das im Moment ein Problem? Nein, weil wir ja die Innenraumsensoren deaktiviert haben. Ist nicht schlimm. Somit passiert da nichts. Der Dieb hätte es jetzt einfach, aber stellt euch vor, die Fenster werden zu. So, dann mach mal bitte zu, Tür wird verschlossen. Im Moment sind ja die Klappen noch nicht überwacht. Das heißt, er würde sich auch beschweren, wenn nicht abgeschlossen wäre später. Das könnt ihr mit aufschalten, sodass sogar ein komischer Ton kommt, wenn die Klappen nicht verriegelt wären. Genau, richtig. Bitte, Walter deines Amtes. Vorführeffekt. Wir verriegeln das Fahrzeug, besser gesagt entweder mit dem beiliegenden Schlüssel oder mit unserem Funkhandsender. Jetzt haben wir 2 Pieptöne gehört. Die Alarmanlage ist scharf und jetzt können wir gleich mal öffnen. Ihr habt die Pieptöne für mich ein bisschen leiser gestellt. Denn die waren vorher gut zu hören. Ich habe aber gesagt, auf dem Campingplatz, wenn du das irgendwie mal scharf schaltest und es wirklich mal ein bisschen später, die Nachbarn, ich glaube, die brauchen sowas nicht, oder? Das können wir individuell einstellen, wie das jeder mag, von laut bis ganz leise. Genau, also zeig nochmal. Du hast den Original-Handsender von Iveco. Genau. Das könnte aber jetzt auch ein Fiat Ducato-Handsender sein, spielt keine Rolle. Mercedes geht auch. Keine Rolle. Das spielt keine Rolle. So, und dann drückst du drauf, mach mal bitte. Jetzt ist im Moment aktiviert. Sie ist aktiviert. Wir können sie nochmal deaktivieren. mach mal. Somit habe ich wieder einen Bestätigungston, das Aufblinken der Blinkleuchten und somit weiß ich, Alarmanlage ist deaktiviert. Ich kann jetzt wieder problemlos ins Fahrzeug. Okay, dann einmal scharf machen bitte. So, jetzt haben wir ja die Tür nicht verriegelt. So, Die Tür haben wir nicht verriegelt. Das würde bedeuten, wenn jetzt jemand durch die Tür geht, würde der Alarm losgehen. bedeutet Wir aber haben jetzt 10 Sekunden, das ist so die sogenannte Vorschärfphase. Und danach ist die Alarmanlage gänzlich scharf und dann ist auch jeder Alarm aktiv. Bis auf den deaktivierten über unseren Schalter, den wir verbaut haben. die 10 Sekunden, was haben die für einen Sinn? Die 10 Sekunden überwacht die Alarmanlage mal, checkt kurz durch, ob alles in Ordnung ist. Dafür ist die Vorschärfphase. Also hätte der Dieb 10 Sekunden Zeit. Hätte er. Super. Also das kommt ja nicht vor. Bitte, mach mal auf. Jetzt müsst ihr Alarm geben. Der ist jetzt noch nicht aufgeschaltet, muss man sagen. Das ging aber auch noch auf, ich sag mal, das, was passieren könnte. Oder geht das nicht? Na, dass du im Prinzip den Alarm an den Alarmsender weitergibst beispielsweise. Ja, das ist dass ich möglich das sehe auf dem Handy, das wäre später Genau, möglich. Das funktioniert jederzeit über ein Ordnungssystem. Jetzt aber noch nicht. Haben wir hier noch nicht mit dran. Genau. Okay, also es gibt, aber es macht richtig schön laut, hoffentlich. Oh, ist das schön. Ihr habt es vorher auch. Wir deaktivieren, indem wir das Fahrzeug öffnen. Alarm ist aus. Es ist irre laut, hat aber auch einen Grund, denn du hast es dort montieren können, wir zeigen mal nicht genau wo, dass es wirklich einen enormen Reflexionspunkt direkt am Boden hat und der Motorraum selber nicht, nee, zeig's mal nicht. Nach unten gerichtet zum Fahrzeug, das heißt, sie kann schön am Boden abstrahlen Genau. und dann deswegen die Lautstärke.
Man muss ja auch fairerweise sagen dazu, das Fahrzeug muss man erstmal fahren können, wenn man es komplett klauen will. Es geht ja oft um Einbruch. Und ja, wir werden auf jeden Fall im nächsten Schritt mal, ich denke mal, vielleicht mal das Thema Ausschaltung sehen. Es geht da noch einiges beim Alarm. Das Thema Ortungsservice geht ja noch. Das werden wir vielleicht auch noch mal zeigen in Zukunft. Aber das Tolle ist jetzt natürlich Bewegungsmelder. Der Oskar sitzt da ja jetzt. Wenn du mal so lieb bist, mach die mal scharf drin, die Bewegungsmelder. Oskar? Genau, wenn du ihn mal kurz antippst, er soll mal einen Kopfhörer abnehmen. Genau, nein. Du darfst Folgendes machen, Oskar. Du darfst dich jetzt mal ins Bad begeben, die Tür mal zumachen. So, geh mal ins Bad, mach mal die Tür zu. Und du sag mal gerade so lieb, Chris, mach mal gerade das Radio aus. Also, oder leiser. Genau, dass wir das mal ein bisschen leiser haben. Genau, wenn wir gleich ganz laut jetzt brüllen, dann darfst du mal rauskommen, okay? Gut. Allerdings sollten wir vielleicht die Fenster schließen. Die Fenster machen wir mal zu. So, die gehen jetzt mal schnell zu. Denn jetzt werden die Sensoren Dann kann er aktiv. sich einfach mal nach vorne im Fahrzeug bewegen. Denn ihr habt erzählt, dass auch schon mal gerne jemand über die Dachluke einsteigt. Oder So, Fenster. soll auch schon vorgekommen sein, ja. So, wir schalten scharf. Jetzt, Oskar! Ah ne, 10 Sekunden. Warte, noch nicht. Der hört normalerweise nie. Ah, sehr schön. 10 Sekunden dauert es nämlich. Und jetzt? Okay, er ist drin. Und jetzt? Jetzt bewegen. Mal mit den Armen wackeln. Okay, danke. So, du hast zu mir gesagt, es ist irre laut. Also es ist wirklich nicht nur so ein Kindergeburtstag, sondern das ist die Originalsirene. Das ist die Originalsirene. Boah. Aber auch da ist es so, auf dem Campingplatz hast du natürlich richtig Spaß dann. Also ich glaube, wenn das losgeht, hat der Dieb keine Lust mehr. Trotzdem auch mit Alarmanlage am besten nicht auf Parkplätze stellen. Denn das ist sehr beliebt. Da habt ihr auch schon viele Leute gehabt, die dann trotzdem, was weiß ich alles, also klar, aber es hilft jetzt enorm. Vorteil jetzt von der Alarmanlage, klär mich mal auf, die macht jetzt laut. Ist das für Diebe ein Problem, wenn das so laut ist und die werden beobachtet? Und Na, grundsätzlich kann sich jemand, der einen Alarm auslöst, nie sicher sein, dass er nicht doch irgendwie beobachtet wird oder Aufmerksamkeit erregt. Also den Jungs geht es ums schnelles Rein, schnelles Raus und sobald ein Alarm ausgelöst wird, lassen die abfahren in der Regel. Ja. dann haben die keine Zeit mehr, das ist ja das Problem. Genau, weil die wissen nicht, wer steht in der nächsten Ecke rum, wer reagiert tatsächlich, das ist denen zu riskant. So, die Leute, die Profis kennen Vodafone, also das ist so, das ist jetzt keine Sache, die man sehr leicht manipulieren kann. Man muss genau wissen, wo die sitzt, wo das ist, also nichts für schnell rein, raus, oder? Na, und selbst wenn du weißt, wo sie sitzt und was es ist, bis du drin bist, du kommst ja gar nicht rein, ohne einen Alarm auszulösen. Und nochmal, den Jungs geht es ums schnell rein und schnell raus und das war's. Wenn ich jetzt die Stromversorgung abklemmen würde, hätte das einen Effekt? Das hätte einen Effekt, genau den wir eben gehört haben. Die Alarmanlage geht los. Also trotz abgeklemmter Stromversorgung? Wir haben sozusagen einen Notstromakku und der merkt einen Spannungsabfall und dann wird ausgelöst. So, also wir sprechen jetzt von der Alarmanlage. Anschaffungspreis von der? Von der Version, die du da drin hast, liegt bei 399 €. 3,99 Einbau, schätze ich mal so um die 500, 600 Euro. Na, du bist bei der Version fix und fertig eingebaut bei 800 €. 800 Euro. Fährst du vom Hof. Inklusive Mehrwertsteuer. Ja. Ja. Okay, das heißt, für 800 Euro kriege ich eine ordentliche Überwachung. Ist das eine Alarmanlage, die jetzt zum Beispiel ein Kfz-Versicherer entsprechend berücksichtigen könnte? Könnte. Das ist das Stichwort. Wenn das macht. So ist es, genau. Ja. So, aber ihr habt noch was eingebaut, auf das ihr wirklich ganz stolz seid. Ihr habt mein Car-HiFi-System so derart gepimpt, mit allerdings moderatem Aufwand. Ihr habt einen DSP-Verstärker, den ihr selber konzipiert habt, den ihr selber entwickelt habt. Mitentwickelt haben, also nach unseren Wünschen und Voraussetzungen, genau. Und sowas verbauen wir dann auch ab Werk, beispielsweise bei verschiedenen Fahrzeugen schon. Okay, das heißt, es ist eine Koproduktion zwischen einem ganz namhaften Hersteller und euch? Genau, so ist es. Okay, so ist es. So, und ihr könnt es programmieren, habt eine Software mit dabei. Das habt ihr auch gemacht, ihr habt es eingemessen, das habt ihr eben gesehen. Wir gehen mal rein und zeigen mal das Ganze. Und ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Bis gleich, bleibt dran.
So, wir haben extra mal GEMA-freie Musik reingemacht. Ist es jetzt eine Lautstärke, wo man sich gerade noch so unterhalten kann, aber viel Dynamik im Klang. Das ist also, glaube ich, auch was gar nicht so einfach ist. Wenn du mal gerade ein bisschen leiser machst. Trotzdem, jetzt habe ich noch vollen Klang und Dynamik. Wenn du mal kurz den Unterschied mal beschreibst, für dich als Audiophilen, was hat sich geändert? Na, geändert hat sich, dass ich den Klang hier, da an meinen Ohren wahrnehme und nicht unten an meinen Füßen. Das heißt, du kannst ihn stereomäßig den Raum auf einmal fühlen. Genau, ich höre Stimmen, ich höre alles viel besser als vorher. So, jetzt im Moment. Ist es flat im Moment? Ist da irgendwas im Equalizer? Gar nichts. Gar nichts. So, also es klingt schon mal richtig gut. Das Coole ist, du hast nicht so diesen übertriebenen Basseffekt, den viele vermuten beim Subwoofer. Der ist so eingebaut, dass er wirklich flat unterstützt, dass er also vollkommen linear funktioniert. Naja, nicht nur eingebaut, sondern auch eingestellt, eingemessen. Wir wollen ja aus dem Fahrzeug keine rollende Disco machen, sondern wir wollen einfach ein schönes, voluminöses Klangbild erzeugen und eben, wie Chris schon sagte, eine Bühne vorne darstellen, die Sprachverständlichkeit in den Vordergrund stellen und das Ganze halt mit dem Bassmodul unterlegt. Und wir nehmen quasi über diese Einstellung, über diesen DSP-Verstärker, über den Equalizer, den kleineren Mitteltieftönern und Hochtönern, den anstrengenden Part des Bass, der Basswiedergabe. So für die gar nicht gebaut sind, oder? Ja, physikalisch bedingt vom kleinen Resonanzkörper her gar nicht in der Lage sind, das ordentlich zu spielen. Und diesen Tiefgang übernimmt dann das Bassmodul in dem Moment. Oh, wenn du mal gerade laut machst, mal so richtig. Das geht, oder? Das ist jetzt 15. Yep, Genau, da geht noch was? da geht noch was. Krass. Aber es geht ja auch um die, ich sag mal, um die Dynamik zum Beispiel, wenn du jetzt ein Orchester hörst oder du hast jetzt Musik mit viel Dynamik, das heißt mit vielen leisen und lauten Stellen, dann stellt man ja auch mal schon mal ein bisschen lauter und die leisen Stellen sind dann auch klar, deutlich zu hören und die lauten Stellen sind dann laut. Also das ist halt Dynamik, oder? Also grundsätzlich geht es ja nicht darum, laut zu machen. Laut geht immer, das ist nicht das Thema. Das Thema ist tatsächlich, dass wir auch bei hoher Lautstärke, bei geringer Lautstärke alles darstellen können, dass alles brillant klingt entsprechend. Und das ist eben die Aufgabe an der Geschichte. So, ihr habt diesmal Sony-Lautsprecher verbaut. Du bist da großer Fan von, oder? Von den Lautsprechern. Ich bin mittlerweile wirklich großer Fan. Wir haben sie jetzt schon des Öfteren verbaut und ja, ich bin begeistert. Ja, ist so. Also ein Riesenunterschied. Wir haben sie eben mal auch mal im Vergleich gehört dann zu den Alpine, die wirklich gut sind, aber die Sony noch mal eine ganze Ecke noch mal druckvoller, klarer, also wirklich tolle Lautsprecher. Die hast du jetzt ausgewählt. Es muss auch nicht immer Alpine sein. Man kann das auch mischen. Es kommt auch immer ganz auf die Situation drauf an. Wie du sagst, die Alpines sind sensationell gute Lautsprecher, allerdings halt nur im Fußraum unten verbaut, links und rechts. Das Sony Zwei-Wege-Kombo-System bietet uns halt einen separaten Hochtöner oben an. Warte, ich zeig das mal. Also es ist ein Kombo. Das bedeutet, der Hochtöner ist da Teil des Systems. So sieht's aus, genau. Du hast einmal den Hochtöner und was du jetzt gerade auf der Linse hast, ist der Mitteltieftöner, der unten drin sitzt. Das heißt, du kannst diesen Hochtöner auch dort verbauen, theoretisch. Ja, das könntest du rein theoretisch tun, hättest aber den gleichen Effekt wie vorher. Wir wollen ja durch den Hochtöner die Sprache nach oben bringen quasi und eine Räumlichkeit darstellen können. Okay, das heißt, du kannst das wahlweise dann einbauen in der Mitte oder kannst es ausmachen. Und jetzt machen wir ganz kurz mal aus, dass wir uns drüber unterhalten können, denn das Tolle an dem System ist einfach, dass du nichts siehst. Das heißt, also Ziel ist es ja auch so einzubauen, dass derjenige ein perfektes Ergebnis hast. Wenn du unten mal bitte die Klappe öffnest, da habt ihr jetzt das DSP eingebaut. Sitzt hier. Sitzt da ist es drin, auch sauber und schön, als wäre es schon immer da gewesen. Na gut, du lachst jetzt. Ich muss leider sagen, ich bin ja auch schon über 50, habe schon viel gesehen, habe schon viel ausgebaut, also in meinem damaligen Beruf, und ihr habt das echt gut gemacht. Das heißt also auch, ich habe es ja gezeigt, wo es offen war, und wenn der Kunde es anschließend sieht, also ich kann jedem nur empfehlen, guckt euch es nicht an während des Einbaus, geht irgendwie Fahrrad fahren, macht irgendwas, kommt zurück und erlebt das Ergebnis, weil das ist nochmal ein Effekt mehr, glaube ich, wenn du kommst und siehst es komplett eingebaut und du hast es nie im zerlegten Zustand gesehen. Ich sag mal, Chef hier, der hat auch gesagt, naja, eigentlich würde ich gern nur vorher und nur nachher zeigen, den Einbau nicht. Aber wir haben schon so viel Morelos zerlegt gezeigt, da habe ich gesagt, komm, wir zeigen es einfach mal, denn die Leute können damit umgehen, oder? Das heißt, einfach mal zu sehen, wie viel Arbeit das auch ist, oder?
Ja, also uns ist es als manchmal ganz angenehm, den Leuten zu zeigen, was da tatsächlich dahinter steckt. Denn die Vorstellung vieler ist ja, naja, ein paar Lautsprecher, 3 Kabel anschließen und gut ist. Aber so einfach ist es oftmals nicht. Also da steckt schon ein bisschen was hinten dran. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Das Alpine ist ja bei vielen Morelos Standard, also das, was hier drin ist. Um das jetzt so genial zu pimpen, wie wir es jetzt haben, wir haben jetzt bewusst den Fernseher nicht angeschlossen. Dazu müsste man dann noch, ich sag mal, Lautsprecher, habt ihr mir gesagt, dann noch in Nähe des Fernsehers einbauen, damit der Stereoeffekt ordentlich wird. Aber das ginge noch später, kann man nachholen. Auf jeden Fall so. Aber ich wollte ja, dass es vorne ordentlich klingt, weil während der Fahrt, da war es mir eigentlich am wichtigsten, Fernseh gucken. Naja, ich höre auch oft mit Kopfhörer, muss ich sagen, wenn einer hinten schläft und so, da will ich es nicht so laut haben. Außerdem ist es während der Fahrt sinnvoll, denn wenn du hier richtig aufdrehst auf dem Campingplatz, das hörst du. Also das ist unüberhörbar, wenn hier Bass, und ich glaube, das will niemand haben am Campingplatz. Ja, wie gesagt, es geht darum, hier drin vernünftigen Sound zu zaubern und nicht eine Rolle Disco draus zu machen, sodass du hier in deinem Fahrzeug wirklich gepflegt Musik hören kannst. So, Butter bei die Fische, Preis hier, wenn ich jetzt Morelo habe mit dem Radio und will es richtig schick machen, wie ich es jetzt gemacht habe, mit Einbau, was denkst du ungefähr? Also ich würde jetzt so deine Konstellation her mit der Arbeitszeit so auf roundabout 1200, 1300 Euro schätzen. Nochmal, die Teile, die Lautsprecher und die Arbeitszeit zusammen. So das Paket, was wir dir hier eingebaut haben, 1200, 1300 Euro. würde Das ich Audiopaket. schätzen. Ja, genau. Okay, also das ist ja für Leute, die sich auskennen und dann das Vorher-Nachher. Kann man das Vorher-Nachher produzieren? Leider nicht mehr. Und ich kann es leider euch den Leuten auch nicht zeigen, weil du kannst Audio so schlecht reproduzieren im Video. Ja, das ist schwierig. Das ist etwas schwierig. Das ist so. Toll, richtig toll ist es, wenn du so Drum and Bass zum Beispiel hörst, ja. Also so richtig tiefe Bässe, die klar rüberkommen mit hoher Dynamik. Ich glaube, da kommt das System so richtig erst in Fahrt, oder? Klar kommt es immer auf die Musik an, aber ich denke auch gerade, was so im Navi-Bereich an Sprache kommt und so weiter, da wird der Kunde schon genauso einen Effekt haben, um das festzustellen, dass das viel besser ist als vorher. So, super. Also etwa 1200 Euro mit der Mehrwertsteuer, fix und fertig. Wenn ich sowas haben möchte, am besten kommt mal vorbei. Ihr guckt euch das Auto mal kurz an, damit ihr einen Kostenvoranschlag machen könnt. Oder kann man Fotos einschicken? Oder wie geht ihr da vor? Also grundsätzlich sind die Fahrzeuge im Groben ja schon ähnlich. Was ich immer schwer kalkulieren kann, ist auf die Stunde genau. Das ist dann von Fahrzeug zu Ausbau immer ein bisschen unterschiedlich. Also da mal 2 Stunden hin oder her gerechnet, aber ich sag mal, das Grundmaterial, das kann man schon im Voraus relativ genau bestimmen. Wenn ich jetzt hier bin und sage, okay, ich habe noch Gelbatterien, Lithium umrüsten, würde gehen? Würde auch gehen. Würde gehen. Sofern Das heißt- du einen Termin gemacht hast vorher, geht das. Genau. Ein Ladebooster, ein stärkerer geht? Geht auch. Geht na auch. klar. Das heißt, also ihr könnt die Klassiker, Solar, Lithium, Sound, Satellitenanlage, was fällt dir noch ein? Die Alarmanlage haben wir vorhin durchgesprochen. Wenn du ein neues Navigationssystem möchtest, wenn du ein Ortungssystem dazu haben möchtest, das komplette Energiepaket können wir dir anbieten. Router, Internet im Fahrzeug, ganz großes Thema mittlerweile. Da sind wir ganz stark bei. Genau, wenn ich jetzt das Thema Elektrik mal komplett erneuern möchte, das gibt es ja auch viele, die sagen, okay, so die Solaranlage auf dem Dach habe ich zwar, aber ich bin nicht so glücklich mit der Zuführung, die lädt nicht richtig. Höre ich ganz oft, ich habe eine riesen Solaranlage und irgendwie wird die Batterie aber nicht voll. Ja, gibt es des Öfteren, da gibt es mehrere Gründe. Es gibt verschiedene Solarregler auf dem Markt, es gibt ganz unterschiedliche Produkte, die Einbauten schon mal falsch. nicht unbedingt falsch, aber zum Beispiel nicht den richtigen Kabelquerschnitt gewählt, dass die Leistung gar nicht ankommen kann. Aber das sind passiert die immer noch. Klassiker. Das sind so Klassiker, ja. Das passiert immer noch. Ja. Okay. Also da wollen wir jetzt keine Namen nennen, aber du kennst dich aus, du hast das Ganze, ich sag mal, auf der Meisterschule über Jahre gelernt, aber du machst es mit viel Leidenschaft. Aber auch du, Daniel, hast zu mir erzählt, also oft seht ihr natürlich Sachen, da schmunzelt man zwar drüber, aber das fliegt dann raus komplett. Ihr macht es ganz oft komplett neu, weil ihr wisst dann, wie ihr es gemacht habt, oder? Das kommt ganz drauf an. Also wir nehmen dann Status Quo auf im Fahrzeug sicherlich und schauen, was muss neu gemacht werden, wo sehen wir Potenzial. Denn ich sag mal, wir bauen ja Produkte ein und wollen, dass sie dann auch richtig 100% funktionieren. Und dafür, klar, nehmen wir dann auch schon mal was raus und ersetzen das Ganze. Ja. Ja, ihr habt eine neue Lösung verglichen. Es gibt neue Lautsprecher von Fiat Ducato, haben wir darüber berichtet. Vorne auf dem Armaturenbrett, da habt ihr sogar eure Lautsprecher parallel eingebaut zu den Lautsprechern. Die kann man umschalten und kann das Soundergebnis live hören. Die sind echt gut, die Lautsprecher, die jetzt rausgekommen sind. Also für den Fiat Ducato. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe ein eigenes Video dazu gemacht. Ja, ihr habt die dort da. Aber
du musst es hören. Also das ist eine deutliche Verbesserung zum Beispiel. Will damit sagen, ihr macht es nicht nur für Iveco, Morelo, Concorde, Phoenix, für die Großen, sondern ihr habt ultra viele Kastenwagen, teilintegrierte, also alles. Wir machen eigentlich nahezu jedes Fahrzeug. So ist es. Prima. So, komm mal raus, mal noch ein bisschen Werbung für euch. So, Oskar, du bist erlöst. Der Alarmauslöser war. Du hast den Alarm ausgelöst, hast du gut gemacht. Du nervst. Danke. Sehr schön. So, wir zeigen es mal. Wir sind bei Karatec in. So, euer Logo, ihr habt es ja auch verdient, dass ihr das mal zeigt. Es ist leider im Bild nur rot, nicht orange. Doch, jetzt wird es langsam orange. Und wie gesagt, am 23. Februar 2021, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, dann kannst du deiner Frau oder Freundin dann sagen, okay, es war wirklich 6:45. Normalerweise ja hell, aber jetzt natürlich im Winter nicht so. Vielen Dank euch beiden. Tschüss. Dankeschön.